Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Willkommen zurück zu einer weiteren fundierten Wirksamkeitsanalyse. Heute geht es um ein Supplement, das im Longevity-Umfeld seit Jahren als multifunktionelles Antioxidant gehandelt wird, Quercetin. Maßstab für seine Bewertung ist, ich wiederhole mich da gerne wöchentlich, die reine Humanevidenz. Zellkulturen, Tiermodelle und theoretische Konstrukte gehören bewusst nicht zur Bewertung. Nach einem knappen Steckbrief erstens tauchen wir direkt in die Humanliteratur ein, auf Basis von Meta-Analysen, systematischen Reviews und RCTs, also randomisierten kontrollierten Studien. Erstens Steckbrief. Quercetin ist ein pflanzliches Flavonoid, ein sekundärer Pflanzenstoff aus der Gruppe der Polyphenole. Im menschlichen Körper wirkt Quercetin vor allem als Radikalfänger und Modulator zellulärer Stress- und Entzündungsprozesse, indem es oxidative Belastungen abpuffert und bestimmte entzündliche Signalwege beeinflusst. In Lebensmitteln kommt Quercetin zum Beispiel in Zwiebeln, Äpfeln und Beeren vor. Als Supplement wird das Polyphenol in der Regel jedoch deutlich höher dosiert. Typische Studien- und Supplementbereiche liegen häufig zwischen 500 und 1000 Milligramm pro Tag, manchmal auch in Form von Quercetin-Glykosiden. Das sind Quercetin-Verbindungen, die oft besser aufgenommen werden. Quercetin in Nahrungsergänzungsmitteln wird überwiegend aus den Blütenknospen des japanischen Schnurbaums Sophora japonica gewonnen, wobei das enthaltene Rutin extrahiert und enzymatisch zu Quercetin umgewandelt wird. Und damit zur Schlüsselfrage dieses Videos. Welche Anti-Aging-relevanten Bereiche sind bei Quercetin in Humanstudien mit vor allem gesunden Erwachsenen so gut untersucht, dass sich ein Fazit ableiten lässt? Und wie groß ist der Nutzen? Ein Zusatzhinweis vorweg, weil Quercetin häufig mit Autophagie beworben wird. Autophagie bedeutet vereinfacht zelluläre Müllreinigung. Zu diesem Bereich existiert jedoch keine belastbare RCT-Basis, die autophagiebezogene Werte direkt und reproduzierbar bei gesunden Menschen belegt. Das Thema Autophagie bleibt überwiegend Theorie und Präklinik und gehört deshalb nicht als eigener Hauptblock in dieses Skript. Und damit wird es spannend, was bleibt von all dem in kontrollierten Humanstudien tatsächlich übrig. Genau dafür folgt jetzt zweitens der Blick in den Forschungsstand. 2.1 Regeneration nach Sport, Muskelschädigung. Beginnen wir mit dem am besten untersuchten Bereich für gesunde Erwachsene, Regeneration nach intensiver Beanspruchung. Hier ist die zentrale Quelle eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse aus dem Jahr 2023 von einem spanischen Expertenteam um Biomechaniker Royano Ortega von der Universität Sevilla. Diese Arbeit fasst 13 RCTs zusammen, insgesamt 249 gesunde Teilnehmende. Typische Protokolle, häufig 1000 Milligramm Quercetin pro Tag. Einnahmedauer je nach Studie waren mindestens 7 Tage bis mehrere Wochen. Danach intensive Trainingsbelastungen, die Muskelkater und Muskelschädigung auslösen. Das Ergebnis? Muskelkater nimmt im frühen Zeitfenster nach dem Training deutlich ab. Der Kreatinkinasewert, das ist ein Blutmarker für Muskelschädigung, fällt nach körperlicher Anstrengung niedriger aus. Oxidative Stressmarker nach Sport werden gedämpft. IL-6, also Interleukin 6, ein entzündlicher Botenstoff im Blut, verändert sich in dieser Auswertung nicht zuverlässig. Einordnung für Anti-Aging. Diese Wirkungen sind selbstredend kein Nachweis für Verjüngung,
aber es lässt sich dennoch eine klare RCT-gebündelte Aussage treffen. Quercetin kann im Sportkontext bei gesunden Menschen spürbar zur Erholung beitragen. Doch welchen Anti-Aging-bezogenen Nutzen hat diese schnellere Regeneration für uns? Beschleunigte Regeneration nach körperlichem Training senkt die metabolische und muskuläre Belastung für den Körper und trägt so letztlich dazu bei, zelluläre Alterungsprozesse zu verlangsamen. 2.2 Entzündung Inflammaging. Hierzu wurde im Jahr 2020 eine Meta-Analyse eines chinesischen Forscherquartetts um Qiao Wen-u und Kollegen aus Guangzhou, China, aus dem Umfeld der klinischen Ernährungsmedizin veröffentlicht. Ausgewertet wurden randomisierte, kontrollierte Humanstudien, in denen Quercetin auf klassische Entzündungswerte geprüft wurde. Vor allem CRP sowie entzündliche Botenstoffe wie Interleukin 6 und TNF-Alpha, also Tumor-Nekrose-Faktor Alpha, ebenfalls ein Entzündungsbotenstoff. Essentiell für das Verständnis in dieser Meta-Analyse waren für CRP6-Studien für IL-6-5 und für TNF-Alpha-4 ausreichend vergleichbar, um sie statistisch zusammenzuführen. Typische Protokolle lagen grob bei Dosierungen meist im Bereich von etwa 150 bis 1000 Milligramm pro Tag und Studien dauern häufig zwischen rund 4 und 12 Wochen, je nach Fragestellung und Population. Ergebnis? Die Gesamtwirkung ist nicht durchgehend stabil in allen Gruppen. In besagter Meta-Analyse offenbaren sich vielmehr Subgruppensignale. Wirkungen treten eher dort auf, wo vorher bereits eine erhöhte Entzündungslage oder ein Problemprofil besteht, während bei unauffälligen Ausgangswerten Wirkungen im kleinen messbaren Bereich verpuffen. Für Anti-Aging-Interessierte bedeutet das, wenn Entzündungswerte bereits niedrig und unauffällig sind, greift sehr häufig der klassische Deckeneffekt. Dann bleibt für Quercetin schlicht wenig Spielraum, um CRP oder andere Entzündungswerte noch sichtbar weiter zu optimieren. Kurzum, Korrektur bei Vorerkrankungen ja, Anti-Aging-Mehrwert für rundum gesunde Erwachsene nein. 2.3 Blutfette und Stoffwechsel. Kommen wir zu Blutfetten und Stoffwechselparametern, also Werten, die häufig im Zusammenhang mit Gefäßalterung und metabolischem Altern genannt werden. Die hierfür geeignete Quelle ist eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse aus dem Jahr 2020 von Forscherin Haowei Huang und einem chinesischen Forscherteam aus dem Bereich der klinischen Pharmazie und Ernährungswissenschaften. In dieser Arbeit hat man 17 randomisierte, kontrollierte Humanstudien zusammengefasst, in denen Quercetin auf Blutfette, nüchtern Blutzucker und verwandte Stoffwechselmarker untersucht wurde, bei Gesunden und Vorerkrankten. Typische Protokolle waren Dosierungen meist zwischen 500 und 1000 Milligramm Quercetin pro Tag, Studien dauern überwiegend 8 bis 12 Wochen. Resultate: Über alle einbezogenen Erhebungen hinweg ließ sich keine stabile reproduzierbare Veränderung von Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin oder nüchtern Blutzucker feststellen. In einzelnen Analysen traten kleine messbare Veränderungen einzelner Lipidwerte auf, vor allem bei längerer Einnahmedauer oder bei Teilnehmenden mit ungünstigeren Ausgangswerten, etwa bereits erhöhten Blutfetten. Diese Effekte waren jedoch nicht konsistent und nicht über alle Studien hinweg wiederholbar. Einordnung für gesunde Anti-Aging-Interessierte. Für Erwachsene mit unauffälligen Ausgangswerten ließ sich kein zusätzlicher Nutzen durch Quercetin belegen,
Die vorhandenen Daten sprechen damit eher für teilweise korrektive Wirkungen bei Vorbelastung als für einen verlässlichen Anti-Aging-Mehrwert beim gesunden Erwachsenen. 2.4 Blutdruck und Gefäße. Kommen wir abschließend zu einem Bereich, der für den Alterungsprozess sehr konkret relevant ist. Blutdruck und Gefäßbeanspruchung. Dauerhaft erhöhte Blutdruckwerte beschleunigen die Alterung der Gefäße und erhöhen langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die hierfür geeignete Datenbasis liefert eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse aus dem Jahr 2022 von Dr. Joanna Pobiolek-Kalisz, einer Forscherin aus Polen von der Medizinischen Universität Lublin, zusammen mit ihrem polnischen Forscherteam. In dieser Arbeit wurden mehrere randomisierte kontrollierte Humanstudien ausgewertet, in denen Quercetin gezielt auf Blutdruckwerte untersucht wurde. Sowohl bei Erwachsenen mit normalen Ausgangswerten als auch bei Menschen mit leicht erhöhtem Blutdruck. Typische Protokolle waren Dosierungen meist zwischen 500 und 1000 Milligramm Quercetin pro Tag, Studiendauern überwiegend 8 bis 12 Wochen. Ergebnis: Über die eingeschlossenen Untersuchungen hinweg ließ sich eine kleine, aber messbare Absenkung des systolischen Blutdruckwertes feststellen, also des Drucks, der beim Zusammenziehen des Herzens entsteht. Diese Veränderung war auch bei Erwachsenen mit normalen Ausgangswerten nachweisbar, blieb insgesamt jedoch gering. Beim diastolischen Blutdruckwert fiel die Absenkung vor allem bei Personen auf, deren Werte bereits zuvor leicht erhöht waren. Diese Befunde werden gestützt durch einen Umbrella Review aus dem Jahr 2023 von Dr. Sayed Mohammad Arabi, einem Ernährungswissenschaftler aus Teheran, Iran, University of Medical Science. Auch dort wird beschrieben, dass Quercetin den Blutdruck im Durchschnitt leicht senken kann, während andere Stoffwechsel- oder Gefäßparameter nicht zuverlässig beeinflusst werden. Was heißt das konkret für gesunde Anti-Aging-Interessierte? Quercetin ist kein starkes Blutdrucksupplement. Der Effekt bleibt klein, aber real. Er wird dort relevanter, wo bereits ein gewisser Spielraum besteht, und verliert an Bedeutung, wenn der Blutdruck ohnehin gut reguliert ist. Drittens Fazit. Nach vielen Einzelwerten, Studiendauern und Protokollen ist es jetzt an der Zeit, das Ganze einmal sauber zusammenzuführen, und zwar so nüchtern, wie es die Humanforschung tatsächlich hergibt. Zur besseren Orientierung fasse ich euch die Ergebnisse deshalb nun kompakt zusammen, direkt abgeleitet aus den 5 Meta-Analysen und systematischen Übersichtsarbeiten, die wir im Hauptteil besprochen haben. Wie gewohnt trenne ich dabei klar zwischen korrektiven Effekten bei Vorbelastung und dem, was sich beim gesunden Erwachsenen im Anti-Aging-Kontext wirklich halten lässt. Quercetin ist demnach keine wirkungslose Substanz. Die Humanevidenz spricht jedoch vor allem von kleinen Verbesserungen bei ungünstigen Ausgangslagen oder bestehenden Abweichungen vom Normalbereich. Beim gesunden Erwachsenen bleibt der Anti-Aging-Nutzen bislang sehr begrenzt und erreicht kein verlässliches Verjüngungsniveau. Zu Messgrößen mit direktem Anti-Aging-Bezug, etwa epigenetische Uhren zur Abschätzung des biologischen Alters, der Telomerlänge als grobes Maß dafür, wie lange Zellen funktionsfähig bleiben, oder dem Frailty Index, also dem Gebrechlichkeitsindex, existiert für Quercetin beim gesunden Erwachsenen keine nachweisbare Humanevidenz. Hier bestehen Stand Januar 2026 weiterhin deutliche Forschungslücken.
Im Rahmen des ABC-Schemas landet Quercetin daher konsistent zu Resveratrol und AKG in Kategorie B. Geringe, aber vorhandene Humanevidenz in ausgewählten Bereichen. Ergänzt durch korrektive Wirkungen bei Vorerkrankten. In den ausgewerteten Humanstudien wurde Quercetin beim gesunden Erwachsenen überwiegend gut vertragen. Relevante Nebenwirkungen traten bei den eingesetzten Dosierungen nicht häufiger auf als unter Placebo. Das Merkblatt für deinen eventuellen Selbsttest ist wie immer in der Videobeschreibung als PDF downloadbar. Wenn du keine Lust mehr auf Schlagworte, Einzelfallstudien und Supplement Marketing hast, sondern wissen willst, was in der Humanforschung tatsächlich an nachgewiesenen Verbesserungen übrig bleibt, dann findest du genau das auf diesem Kanal. Wenn du diese Art von Einordnung unterstützen möchtest, dann ist jede Form von Rückmeldung, sei es ein Abo oder ein Like, einfach ein Signal, dass genau solcher Content gebraucht wird. In diesem Sinne, let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Mika Young.